Der September hat wirtschaftspolitische Klarheit geschafft. Denn die amerikanische Notenbank hat mit einer vehementen, couragierten Zinssenkung ein Signal gegeben, das in Richtung Stimulus der Konjunktur hinwirken soll. Dazu ist immer deutlicher absehbar, dass auch die Fiskalpolitik nochmals nach den letzten Jahren sehr expansiv sein wird, mit Budgetdefizits in der Größenordnung von 6–7%. Das wird die Wirtschaft unterstützen und wir glauben auch die Aktienmärkte beflügeln. Insofern haben wir eine Übergewichtung der Aktien beschlossen. Natürlich bestehen auch Risiken. Erstens, dass die Gewinne nachlassen. Das ist auch die Erwartung allerdings bereits im Markt. Bei den Megacaps sollen es nicht mehr 60% Gewinnwachstum sein wie im vierten Quartal 2023, sondern eher noch knapp 20%. Zweitens, dass die Anleger in Richtung Euphorie dann sich bewegen und die Positionen übermäßig hoch gehalten werden. Letztlich könnte die Konsequenz dieser dynamischen Entwicklung der Konjunktur besonders in den USA auch sein, dass die Inflationserwartungen wieder steigen. Deshalb sehen wir keine großen Chancen mehr bei den US-Staatsanleihen. Wie schätzen wir die Finanzmärkte aktuell ein und wie sind wir denn positioniert? Erste Änderung, die Erhöhung von amerikanischen Small Caps. Denn das ist eine der Anlageklassen, die von einer solch expansiven Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit auch profitiert hat. Zum Beispiel nur schon, weil die Kreditfinanzierung günstiger wird. Andererseits ist auch die Bewertung im Vergleich zu Large Cap günstig. Zweite Änderung. Wir waren im Sommer relativ vorsichtig für kotierte Schweizer Immobilien aufgrund von anstehenden Kapitalerhöhungen, gewisse Konsolidierung im Markt und auch wegen der Saisonalität. Der Markt hat diese einigermaßen gut bewältigt und angesichts der tieferen Zinsen, die nun auch im Schweizer Franken herrschen, erhöhen wir diese Gewichtung wieder auf neutral. Dritte Änderung, Gold. Hier nehmen wir taktisch Gewinne mit und gehen auf neutral. Denn der Anstieg des Goldpreises war doch relativ heftig. Im September alleine 6%, seit Jahresbeginn 30%. Allerdings, strukturell bleiben wir überzeugt, dass ein Nachholbedarf besteht in Bezug auf alternative Reservemöglichkeiten und sind dann auch bereit, hier wieder einzusteigen. Weitere spannende Details zu unserer Asset Allocation entnehmen Sie bitte aus dem Swisscanto Insight Blog.